Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Und los geht's mit meinen Tipps zu Icarus. Klären wir als erstes die Frage der Strategie in Kombination der XP-Gewinnung. Da ihr nicht wirklich übers Abschließen einer Mission levelt, sondern übers Farming und Crafting, macht es Sinn, in den ersten Expeditionen zu verweilen und XP zu grinden. Die ersten 2 Missionen spielen unweigerlich im Waldterrain. Wenn ihr clever spielen wollt, spielt ihr die dritte Mission auch im Waldterrain. Ihr braucht für die ersten Level nicht viel Erfahrungspunkte, um aufzusteigen. Das Waldterrain liefert euch 2 Möglichkeiten zum schnellen Leveling. Ihr könnt schnell XP übers Baumfällen farmen. Pro umfallenden Baum bekommt ihr 330 XP. Das heißt, es macht Sinn, auf eine bessere Axt hinzuarbeiten. Mit einer Eisenaxt, die ihr durch die genannte Strategie bereits ab der zweiten Mission herstellen könnt, fällt ihr einen Baum mit 2 Schlägen. Und wenn ihr im Wald unterwegs seid, geht ihr eben Heulen nach und tötet jeden Bären, jeden Wolf und jedes Wildschwein, welches euch vor dem Bogen läuft. Das Erlegen und Häuten von Raubtieren bringt euch besonders viel XP. Generell zählt, je höher das Level des Beutetiers, umso mehr XP bringt es auch. Hingegen harmlose Fluchttiere eher geringe XP. Trotz all dem solltet ihr sie jagen, denn ihr benötigt die Knochen. Im Technikbaum sorgt ihr jetzt für eine ausreichende Skillung, um Knochenpfeile herstellen zu können. Jeder hergestellte Knochenpfeil bringt euch 55 XP. Nach erfolgreichen Jagden und des Abbau jedes Gerippes könnt ihr relativ schnell hunderte davon produzieren. Noch ein kleiner Tipp: Ihr solltet generell immer in Verstohlenheit jagen, das heißt in gebückter Position. Mit einem gezielten Headshot tötet ihr so gut wie jedes Beutetier instant. Häufig ziehen erlegte Beutetiere auch Fressfeinde an. So seid auf der Hut beim Häuten, dass euch nicht hinterrücks ein Wolf oder Bär anfällt. Ich nutze dies zu meinem Vorteil und gucke mich sehr häufig um. Ein herbeieilender Wolf oder gar ein Rudel sind dann eine wahre XP-Quelle. Bei ganzen Wolfsrudeln sollten die Headshots aber gezielt sitzen, sonst seid ihr derjenige, der ins Gras beißt. Andere Waffen wie Armbrust lohnen sich meiner Meinung nach anfangs nicht. Außerdem ist das Iron Sight der Armbrust relativ schlecht. Wenn ich aus der Ego-Perspektive spiele und bei einem weit entfernten Ziel drüber halten muss, verdecke ich mir mit der Armbrust den Kopf des Ziels. Diesen Malus kann man umgehen, indem man in der Third-Person-Perspektive spielt. In der Third-Person-Perspektive ist das Iron Sight nicht eingeblendet. Ich spiele Icarus in der Ego-Perspektive. Mein Spielpartner Larimba spielt das Spiel aber ausschließlich in der Third-Person-Perspektive. Wie auch immer, wir sparen uns einfach die Armbrust, weil sie absolut unnötig ist und wir übers Crafting der Knochenpfeile die XP grinden wollen. Abschließend sei noch zu erwähnen, selbstverständlich haben wir das alles nur geschafft durch ein großes Base-Building. Wir spielen das Spiel zu zweit und so kümmert sich Larimba um den Hausbau und ich vermehrt um die Jagd. Im Technikbaum teilen wir uns auf, wie es Sinn macht. So lernt er alles rund um den Hausbau und ich alles rund um Survival. So kann ich beispielsweise keinen Oxidator herstellen, dafür aber die passenden Sauerstoffflaschen bzw. Schläuche. Klingt ein bisschen verworren, spielt sich für uns aber sehr geschmeidig und logisch. Außerdem sei zu sagen, man levelt natürlich auch übers Crafting und somit auch über Space Building. Die ganzen Elemente herzustellen für die Holzhäuser, das bringt je nach Hausgröße verdammt viel XP. Larimba ist gegen mich als Hunter auf Level 30 nur 3 Level hinterher. Das heißt, er kümmert sich um Space Building und er levelt, Achtung Flachwitz incoming, Ast rein damit. So kommen wir zu den letzten Tipps, welche ich euch mit auf den Weg geben kann. Für meine Herangehensweise ist das Eisenmesser und die Skillung Knochensammler Trumpf. Und solltet ihr das Spiel generell zu mehr spielen, macht eine klare Rollenverteilung im Technikbaum. Die Talentverteilung ergibt sich dann daraus, mit welcher Rolle der jeweilige Spieler beauftragt ist. So meine Lieben, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um besser ins Spiel zu starten. Und so komme ich zu meinem berühmten Satz. Lasst mir noch ein Abo da und bis bald, euer Tax.